Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute in Kufstein und gehe heute von da mit euch über die Vorderkaiserfelden-Hütten aufs Peterskipfel. Auf geht's! Das nötige Parkticket gibt es in dem Kiosk. Und dann geht schon gleich dahinter los. Da heißt es der Kaiseraufstieg. Erst geht es nur einen gemütlichen Weg hinter und dann geht es bald in Stufen rauf. Da herunten wird man gleich gut informiert mit allerhand Hinweistafeln zu Wanderungen, zu Bergtouren oder generell übers Kaiserbachtal. Heute an einem Sonntag sind natürlich schon viele Leute unterwegs. Zwischendurch sehen wir mal rüber zum Pendeln. Jetzt haben wir ein längeres Stück Straße, auf der die Sonne heute richtig gut tut, wegen dem kräftigen Wind. Wir gehen heute links rauf und bleiben auf der Straße. Geradeaus gehen es auch rauf, dann führt ein Stück Steig bis zur Ritzau. Der darf aber heute noch ziemlich rutschig sein. Das, was man da hört, ist kein Bach, sondern der Wind, der schon allerhand Laub von den Bäumen fegt. Und natürlich hört sie mich auf, weil es wieder deutlich steiler ist. Unser erster Blick auf den Wilden Kaiser. Kurz vor der Ritzau zeigt er sich heute in voller Breite. Wir kommen schon zur Ritzau. Danach gehen wir weiter zur Vorderkaiserfelden-Hütten. Wenn man genau hinschaut, kann man es schon sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann aufs Peterskipfel weitergehe, weil der Wind immer stärker wird. Da bin ich früher oft raufgekommen. Ich bin früher wirklich gerne über die Schanze raufgegangen. Die ist aber zurzeit gesperrt. Wir sind an der Ritzau und schauen wir mal in die Josefskapelle. Wir gehen gerade wieder weg von der Ritzau. Und jetzt geht es nur mal, naja, schon ganz schön steil, die Straße rauf Richtung Vorderkaiserfelden. Wieder ein bisschen im Wald herin, aber dafür windgeschützt. Da hat es vorher ganz schön gepfiffen. Jetzt geht es halt noch die paar hundert Höhenmeter zu Vorderkaiserfelden. Und irgendwie habe ich heute das Gefühl, dass ich schon noch ans Peterskipfel hinaufgehe. Dann ist es halt eine lange Tour mit über 1200 Höhenmeter. Aber heute habe ich das Laufgehen wieder eingebaut.
Wir kommen schon zur Vorderkaiserfelden. Den Abkürzer soll man halt auch einfach nicht gehen, sondern da herum ist ja nur mehr ein Schüttel dort, wo es links weggegangen. Und sonst kommt er jetzt auch nicht mehr drauf an, ob wir die paar Meter auf der Straße bleiben. Ankunft auf der Vorderkaiserfeldenhütte. Von der aus man natürlich auch einen gigantischen Blick vom Wilden Kaiser, den haben wir heute ja schon ein paar Mal gesehen beim Raufgehen, übers Inntal nach Thiersee hinten rein bis zu unseren Bayerischen Berg, zum Wendelstein über. Da glänzt das Observatorium ein bisschen zu uns rüber. Ich gehe jetzt noch weiter an der Naunspitz vorbei aufs Petersgipfel. Ich weiß nicht, gestern war irgendwas in der Pizza drin. Ich merke noch kaum, dass ich gegangen bin. Auf geht's! Nach der Vorderkaiserfelden geht es natürlich im Steig weiter. Also gehen wir ein bisschen runter vom Gas und schauen wir ein bisschen mehr, wo wir hinsteigen. Aber wer meinen Kanal kennt, der weiß ja, mir ist eigentlich jeder Steig lieber wie eine Straße. Nur ich wollte natürlich auch mal den Weg von Kufstein raufzeigen. Das ist eine schöne Tour. Das ist sehr lang auf einer Straße zirkt, unterschiedlich steil. Und das Erlebnis geht eigentlich so, naja, schon bei über 1000 Meter los, wo man dann das erste Mal auf den Kaisern übersieht. Heute bei dem Wind merkt man, dass Herbst wird. Und ich finde, die Landschaft ist fast noch eindrucksvoller als wir im Sommer. Ja, kaum ist ein Wind, sind fast keine Leute unterwegs. Und die sind am Sonntag. Wir sind schon fast auf Höhe von der Naunspitz und unser Ziel ist noch ein bisschen dahinter, das Petersgipfel. So, wir sind schon da. Da geht es jetzt links zur Naunspitz rein. Ich glaube, der Stückerl oberhalb auch noch mal. Da steht schon geschrieben. Aber das ist heute nicht das Ziel, sondern für uns geht es heute von da nicht links rüber, sondern rechts. Da sieht man schon, geht der Steig weiter. Und da haben wir noch, ich glaube, 350 Höhenmeter oder so bis zum Petersgipfel auf. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht auswendig. Das findet ihr dann auch wieder wie immer in Touren von Rucksacktaxi. Da ist dann alles nicht mehr mit Höhenangaben drin.
zum Nachschauen. An der Naunspitz ist auch schon einiges los. Da sieht man schon einen Haufen bunte Jacken. Die zwei sind auch vor mir unterwegs und jetzt wartet er gerade, dass er weitergehen darf. Der Wind in die Latschen ist schon stark. Aber später haben mir ein paar Leute, die auf der Naunspitz waren, erzählt, dass man sie kaum auf die Füße halten können. Ich meine, meine Wahl, die heute aufs Petersgipfel gefallen ist, war richtig. Da ist doch deutlich geschützter. So, jetzt ist schneller gegangen, wie ich gemeint habe. Da ist schon geschrieben, Petersgipfel. Halt auf, da herum sind wir. Und hinter Kaiserfelden. Ich gehe ja jetzt nur mehr aufs Petersgipfel. Da im Hintergrund sieht man schon mal weit. Da kann man sich vorstellen, wie weit es dann wirklich noch ist, bis zur Pyramidenspitzen. Das mache ich vielleicht auch einmal, aber ich schätze, da werde ich mit meinem ganzen Klump auf der Vorderkaiserfeldenhütte übernachten müssen. Als Tagestour ist das eher ein bisschen arg weit. Und jetzt die letzten Meter zum Petersgipfel rauf. Wir sind am Petersgipfel, doch recht windgeschützt. Aber auf 3 Meter Höhe lässt sich die Kamera kaum ruhig halten. Es war ein Gänsehautwandertag, von dem man lang zehren kann. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.